Der Strand so weiß wie Schnee, ein Meer, das in allen Türkisfarben schillert und Mädels in den knappsten Badetextilien hochklassig kiten sehen möchte, ist hier in Pace Beach auf der Insel Sansibar genau richtig. Also, was will man mehr? Natürlich Wind. Und wie es um den steht, das seht ihr in diesem Video. Da es in diesem Spot-Report so einiges zu berichten gibt, setze ich euch einzelne Kapitel, wo ihr je nach Bedarf einfach hinspringen könnt. Schauen wir uns die Insel aber erstmal in der Übersicht an. Sansibar gehört zu Tansania, ist halb so groß wie Mallorca und man kommt in etwa 8 bis 9 Stunden wunderbar mit dem Direktflug von Amsterdam nach Sansibar Airport. Wir haben, um etwas Geld zu sparen, den Weg über Istanbul gemacht, waren ewig unterwegs und würden so nie wieder hierher fliegen. Vom Flughafen geht es dann mit dem Taxi in etwa einer Stunde zum Kite-Hotspot Pace Beach. Der etwa 6 Kilometer südlicher gelegene Spot Jambiani ähnelt Pace sehr, hat weniger Kiteschulen, aber dafür mehr Seegras. Deswegen kann man zu 80% diesen Bericht auch auf Jambiani übertragen. Von den surfbaren Windmöglichkeiten sind bei Ebbe die vollen 360 Grad und bei Flut von Nord über Ost bis Süden alles kitebar. Die vorherrschenden Windrichtungen sind aber zu gewissen Jahreszeiten der Kaskasi aus Norden und der Kusi aus Südosten. Dazu aber im Video noch mehr. Da die Auswahl an Kiteschulen entlang des Strandes riesig ist, gibt es hier keinen Schirmnotstand. Was aber Anjas Thema, das Wingfoilen, anbelangt, so hatte zum Zeitpunkt meiner Recherche nur die Schule Before Kitesurf entsprechendes Material am Start. Ich glaube aber, das Thema Wingfoilen wird hier ganz schön schnell wachsen. Kommen wir zum Revier. Das hat eine sensationelle Länge von über 1,5 Kilometer bis zur Riffkante, wo es dann steil in den Indischen Ozean abfällt und ist je nach Tide Knöchel bis man's hochtief. Hier im Originalbild kann man schon erahnen, welche Möglichkeiten dieser Spielplatz bietet. Was das Kitesurfen anbelangt, so habt ihr hier wirklich 24 Stunden die passende Wassertiefe. Beim Foilen sieht das ganz anders aus. Hier beginnt der Spaß nämlich ab einer Höhe von Mid-Tide. Das ist natürlich für nur Foiler eine zeitliche Einschränkung. Und wenn ich schon mit dem Kite auf dem Wasser war, musste Anja als Wingfoilerin noch zähneknirschend am Strand zuschauen, wie ich mich durchs Wasser semmel. Gehen wir noch mehr ins Detail und ich zeige euch kurz, wo wir gewohnt haben. Zum Hostel findet ihr aber in der Playliste Reiseberichte noch ausführlichere Informationen. Und jetzt geht es ab in die Originalbilder und ich zeige euch, wie das Ganze hier so aussieht. So, wir sind jetzt hier bei Before Kitesurfing angekommen. Thiago und Elif super nice. Machen hier den Shop. Hier habe ich mich vom Material her eingebucht und ja, habe jetzt Bock aufs Wasser. Und ihr seid mit dabei. Okay, so look. This is Zanzibar. This is me and Elif, the local version. Okay, this is Before Beach Club. This is our first area. This is where we pump and set up the car. Okay, so that's it. And then after that darkness, you have the second lagoon. This is one of the most beautiful places to kite, especially with low tide. Okay. Okay. You will not notice it very well now, but you will notice it tomorrow morning. Okay. Okay. And then when you go to the reef, you have the waves. Okay. Okay. Sounds very good. It's super nice. Thank you for explaining. You're very welcome. Okay, now come. I'm gonna show you something. So the boys set up the 12. The 12 is ready. Yes, the green one, yes. Over there. Das war mal eine flotte Einführung hier von Thiago und keine halbe Stunde später bin ich schon auf dem Wasser. Die unglaublich riesigen Möglichkeiten in der zweiten Lagune zu fahren, machen die Sache natürlich hier wirklich gerade für Anfänger super interessant. Was den Anfänger freut, ist des Fortgeschrittenen Leid, denn so richtig viel Druck in der Tüte hat man hier selten. Von meinen 10 Tagen Aufenthalt hatte ich insgesamt 6 Tage auf dem Wasser, davon 2 Tage mit dem 12er und Sprünge über 5 Meter. Enttäuscht war ich trotzdem nicht,
Denn das ganze Drumherum hier auf Sansibar haben mir den Urlaub voll versüßt. Ich find's hier einfach super. Super sind hier auch die Temperaturen. Und so äquatornah braucht man das ganze Jahr keinen einzigen Millimeter Neopren am Leib. Gefahren im Wasser, prinzipiell Fehlanzeige. Aber die rechteckigen dunkelgrünen Felder hier in der Aufnahme, das ist Seegras, was bei Ebbe von den Einheimischen geerntet wird und sollte bei Niedrigstand umfahren werden. Die anderen dunklen Flecken sind Bereiche, in denen wildes Seegras wächst. Und in diesen befindet sich gerne mal ein Seeigel. Also grundsätzlich, habt ihr keinen schneeweißen Sandboden unter euch, solltet ihr aufpassen, wenn ihr vom Bord absteigt. So ihr Lieben, es ist Mid-Tide, komplett Sideshore und deswegen werde ich jetzt gleich mal versuchen, mit Konstantin rauszufahren zum Riff, dass ihr da auch noch so einen kleinen Überblick bekommt, wie es denn da in 1,5 Kilometern aussieht. Anja ist hinter mir schon schön am Vollen. Heute haben wir wirklich gute Bedingungen hier. So, ich bin jetzt draußen am Riff angekommen und fahre hier jetzt mal so ein bisschen durch die Dünung. Die Riffkante sollte nicht unterschätzt werden. Wer zu früh rausfährt, dem kann das die Finnen kosten. Da ich kein ausschließlicher Wellenjunkie bin, komme ich bei den aktuellen Bedingungen schon super auf meine Kosten. Klar, wäre mir ein halber Meter lieber gewesen, aber ein Spaßlächeln hat es mir bei der ein oder anderen Welle schon auf die Lippen gezaubert. Aufgrund der Wetterlage bilden sich im Moment nur Wellen so um 1 Meter herum. Wenn es jetzt ein paar Tage länger bläst, dann werden die Wellen auch bis zu 3 Meter hoch. Nach einer halben Stunde Wellenspaß geht es dann wieder zurück Richtung Lagune. Ich hatte einen super Tag auf dem Wasser und das sollte ja Mitte Januar auch so sein. Aber für uns Kitesurfer und Wingfoiler ist ja das Thema Windstatistiken auch echt richtig interessant und wichtig. Und das Ganze hier ist ja eine Momentaufnahme. Ich möchte jetzt aber einfach mal die Owner Elif und Thiago hier von B4 Kitesurfing fragen, wie das Ganze in den letzten 5 Jahren ausgesehen hat. Denn die letzten 5 Jahre sind die beiden schon hier. So, hier die beiden. Ja, fantastisch! Keine Sansibar! He speaks German. Nice. So, okay. Tell me something about the wind in the year. What do you need, Rebecca? I would like to have 17 long lines. Good job! And the Oscar goes too! Okay, we have 2 seasons. Do you want to explain the season that we're in? At the moment. Okay, at the moment. Okay, so right now, at the moment, the season starts from December till March, and the winter season it blows from the north. North, it's the Kaskazi in Swahili. Exactly. Kaskazi. It's a little bit light. Prepare your 13s, 15s, 17s, boys. Ladies, 12s, 10s. 10s, 13s. Foil paradise. Exactly, for this Foil season. paradise. You can foil every day. Yes, but Every single day. December, Okay. yeah, a little bit lighter, but January, February, March, we have really good days, from 12 to 18 knots, we can Yeah. say. And the second season will be from June until October ends. October, yes. Being June the best month you can get. Being June the strongest, Yeah, I will July. ride a 9 switchblade, full on, full power, most of the time. Okay. So if you see here, look, our wall is usually organized from a 7 square meter to a 17 square meter. And I can see that this season, you see this part of the wall? This is the big kites. The big kites are out. But on the other season,
that side of the wall is out. Exactly. So that's the difference between the two seasons. Okay. Thank you very much for the information. Welcome to Before Kites of Zanzibar. Nach der Theorie jetzt wieder Praxis, und zwar vom Feinsten. Fazit: Ich würde wiederkommen. Dieses Gesamtpaket an Insel und Meer, die Menschen, das sehr leckere Essen, die tolle Reisezeit im Januar haben mich überzeugt. Klar, ich hätte mit mehr Windausbeute kein Problem gehabt, aber der Rahmen und die Möglichkeiten der alternativen Freizeitgestaltung hier in Afrika haben die 10 Tage zu einem tollen Abenteuer gemacht. Asante sana, Sansibar. Auf ein Wiedersehen. So, mit ein paar Bildern vom traumhaften Strand endet auch schon mein Spot-Report. Wie immer kostenlos, aber nicht umsonst, denn auf meinem Kanal findest du alle Infos wie immer kompakt verpackt. Wenn euch mein Spot-Report gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf mir auch gerne 50 Cent über den Spendenlink in der Videobeschreibung in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Spot-Report.